Es ist wirklich okay für dich, hier zu arbeiten, ja? Siehst du irgendwelche Probleme? Ja, wenn du keine siehst. Dann ist ja alles klar. Darf ich Sie zum Essen einladen? Ich würde mich gerne für alles bedanken, was Sie für mich getan haben. In einem bin ich mir sicher. Arno schöpft nicht den leisesten Verdacht. Nein, aber ich fühle mich furchtbar. Wir treffen uns in Zukunft nur noch da, wo er garantiert nicht auftaucht, okay? Du bist die einzige Frau, die ich jemals geliebt habe und lieben werde. Ich liebe dich auch. Von ganzem Herzen. Merci, Daniel. Ich kümmere mich persönlich um die Herrschaften. Madame Schneider, welche Freude, Sie wieder einmal meinen Gast nennen zu dürfen. Herzlich willkommen. Bonsoir, Gilbert. Chateaubriand et Lagneau. Eine gute Wahl. Darf ich fragen, welchen Wein Sie dazu möchten? Ja. Vielleicht, Auch ich vertraue da ganz auf Ihre Empfehlung. Très bien. Übrigens bieten wir heute exzellente Musik. Ich hoffe, Sie haben ein wenig Zeit mitgebracht. Ihre Anwesenheit würde die Veranstaltung adeln. Oh, Gilbert, vous exagérez. No, ich übertreibe nicht. Sie sehen heute wieder bezaubernd aus, Madame Schneider. Ich würde ja gerne bleiben, aber ich denke, für Herrn Krüger ist es nichts. Doch, ich interessiere mich sehr dafür. Na wunderbar. Es wird Ihnen gefallen. Monsieur Dame, einen wunderschönen Abend. Entschuldigen Sie, Gilbert ist manchmal ein bisschen aufdringlich. Aber wir können hier natürlich nach dem Essen unauffällig verschwinden. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie den Abend lieber in einer Diskothek verbringen möchten. Wenn Sie mitkommen, Eher nicht. dann bleiben wir doch hier. Ich würde gern mit Ihnen tanzen. Also wenn Millie denkt, dass sie ohne Probleme mit Nick arbeiten kann, Wenn das mal gut geht. ach, ich denke schon. Jedenfalls bin ich froh, dass sie nicht mehr unten arbeitet. Früher oder später wäre ihr sicher aufgefallen, dass ich so oft bei dir bin. Leider nicht oft genug. Du musst mich nicht trösten. Ich wusste ja von Anfang an, worauf ich mich da einlasse. Also Henning sagte... Henning? Du hast ihm doch nicht etwa Ja, von... er hat es mir einfach angesehen, dass ich glücklich verliebt bin. Es war zwecklos, ihm da was vorzumachen. Er behält es ganz bestimmt für sich. Auf Henning kann ich mich verlassen. Bist du sicher? Absolut. Also gut, wenn du ihm vertraust, vertraue ich ihm auch. Dann bist du also nicht mehr sauer auf mich? Ja los, was sagt Henning denn nun? Naja, die Patentlösung hat er für unsere Probleme auch nicht parat. Aber allein, dass er mir zuhört und alles objektiver sieht, weißt du, das hilft mir schon weiter. Ich wünschte, ich hätte auch jemand, mit dem ich über uns reden kann. Und für dich eine Cola, wie immer? Ja, und für Millie bitte das auch. Okay. Danke. Entschuldigung. Mama, was machst du denn hier? Ach, ich habe nur einen Kaffee getrunken. Und bei dir? Wie war dein erster Arbeitstag bei Kontur? Bist du gut zurechtgekommen? Ja, Uli hat mir alles erklärt und mit den Kunden lief auch alles bestens. Und Nick ging das auch? Ja, klar. Ja schön, soll ich dich mit nach Hause nehmen? Nein, ich wollte mit Uli noch was trinken. Schön, viel Spaß. So, die zweite bringe ich sofort. Danke. Und? Hast du deinen Hausschlüssel gefunden? Ja, den hab ich. Ach, dann gib mir doch schon mal den Ladenschlüssel, bevor ich's vergesse. Wenn du dich noch nicht trennen kannst, kannst du ihn ruhig noch eine Weile behalten. Quatsch, nein. Waren Nick und Steffi noch im Laden? Nein, keiner war da.
So, bitteschön. Danke. Sag mal, hast du ein Gespenst im Laden gesehen oder warum bist du so komisch? Wie kommst du denn darauf? Sag mal, wollen wir noch in den Club gehen? Du bist freiwillig in der Disco? Hast du irgendwas eingeworfen? Nein, Quatsch. Aber wir müssen noch mal den ersten Arbeitstag feiern. Oder hast du keinen Bock? Doch schon, aber in den Klamotten kann ich wohl schlecht in den Club gehen. Das wirkt so ein bisschen Yuppie-mäßig, oder? Hast du damit ein Problem? Wenn du keins hast? Dann will ich Sie nicht länger stören, Madame Schneider. Ich würde mich freuen, wenn Sie bis zu Ihrem nächsten Besuch sich nicht so viel Zeit lassen. Ganz bestimmt nicht, Gilbert. Das Essen war wie immer exzellent. Mein Kompliment an Jacques. Merci beaucoup. Und bitte grüßen Sie die reizende Gräfin von Anstetten von mir. Mach ich. Monsieur Krüger, es war mir ein Vergnügen. Wo waren wir stehen geblieben? Ich weiß nicht mehr, aber ich finde, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um zu meiner kleinen Dankesrede anzusetzen. Ach bitte, das muss nicht sein. Doch. Noch nie hat jemand so viel für mich getan wie Sie. Ohne Sie würde ich auf der Straße sitzen. Hätte keinen Job. Bist du das wirklich? Rodolfo! Ich wusste gar nicht, dass du im Scaramouche verkehrst. Woher auch? Du machst dich ziemlich rar in letzter Zeit. Ich habe dich auf Antonios Geburtstag vermisst. Ja, ich musste absagen. Die Galerie. Darf ich vorstellen, Rodolfo, ein begnadeter Künstler, den ich hoffentlich bald ausstellen kann. Und das ist Dennis Krüger, mein Assistent. Ohne ihn würde mir alles über den Kopf wachsen. Nett, Sie kennenzulernen. Ebenfalls. Er ist nicht nur ein Verkaufstalent, er hat auch das Gespür für den richtigen Ton im Umgang mit Künstlern. Oh, das sieht man sofort. Sie strahlen diese gewisse Sensibilität aus, die man in unserer Branche unverzichtbar braucht. Naja, ich bemühe mich. Könnte Ihre Begleiterin einen Moment entbehren? Ja? Darf ich bitten? Gern. Du kommst spät. Ich hatte viel zu tun. Sag mal, siehst du eigentlich Barbara öfter mal? Nur flüchtig. Soll ich ihr was ausrichten, wenn ich wieder nach Wiedenau rausgehe? Nee, ich will sie morgen sowieso mal wieder besuchen. Wir haben uns ja jetzt wochenlang nicht mehr gesehen. Hallo? Das gibt es doch gar nicht. Barbara. Ja, was ist mit ihr? Barbara von Anstetten nach Entführung geistig verwirrt? Während der Präsentation ihrer neuen Kollektion ist die berühmte Düsseldorfer Modedesignerin Barbara von Anstetten auf einen Gast losgegangen. Sie hielt ihn für ihren Entführer Nils Petersen. Bekannte der Gräfin berichten, dass sich die Designerin in psychotherapeutischer Behandlung befindet. Wusstest du davon? Nein. Ich bin fast jeden Tag draußen. Ich hab nichts gemerkt. Du bist ja mehr im Stall als im Schloss. Sie übertreiben bestimmt in dem Artikel. Ich fürchte, nein. Das Bild spricht Bände. Nein, da muss was dran sein. Ach, wenn ich doch nur was geahnt hätte. Darf ich? Ungern, mein Freund, wirklich ungern. Aber ich verstehe natürlich, dass Sie auch mal mit Ihrer charmanten Chefin tanzen wollen. Ja, Rodolfo, mach's gut. Schönen Abend noch. Wiederschauen. Oh, einen Tanzkurs haben Sie auch besucht. Ja, ist aber schon einige Zeit her. Sie haben nichts verlernt. Danke. Sagen Sie, Rodolfo, woher kommt er eigentlich? Aus Spanien? Kennen Sie ihn näher? Ach, Sie meinen... Nein, er ist ein guter Freund. Hallo, seid ihr noch wach? Du hast schon wieder vergessen, die Tür zuzumachen. Ja, ich bin gleich wieder da. Und dann erinnere ich dich mal daran, was du in letzter Zeit so alles vergessen hast.
Na, wo hast du dich rumgetrieben? Millie hat mich noch in so einen Club mitgeschleppt. Millie? So habe ich auch geguckt, als sie mir das vorgeschlagen hat. Sie wollte unbedingt ihren ersten Arbeitstag feiern. Ihr hat es im Laden wohl sehr gut gefallen. Na also. Ach, bevor ich es vergesse, nimmst du morgen früh Millies Schlüssel mit in den Laden? Ich muss noch zur Bank. Guten Abend. Wo hast du den denn her? Ja, Millie hat ihn wohl im Laden vergessen. Dennis, keine Einbrecher weit und breit. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Ich danke Ihnen für den schönen Abend. Wollen wir noch ein Gläschen trinken, bevor wir ins Bett gehen? Ich meinte natürlich schlafen gehen. Ich habe außer Mineralwasser nichts im Haus. Ich habe noch eine Flasche Champagner unten. Kannst du holen? Oh nein, Dennis, heute wirklich nicht. Ich bin schon ziemlich müde. Das verstehe ich natürlich. Wir können es ja nachholen, hm? Frau Schneider, gute Nacht. Barbara, Besuch für dich. Erika, Arno, wir haben uns seit Wochen nicht gesehen. Hallo. Ja, wie geht es dir denn? Ihr habt sicher den scheußlichen Bericht in der Zeitung gelesen. Ihr braucht mich nicht wie ein rohes Ei zu behandeln. Jedenfalls wünschen dir wir gute Besserung. Danke. Ich müsste entschuldigen, aber die Arbeit ruft. Geh ruhig, Arno. Christoph ist auch schon draußen. Arno, danke für die Blumen. Es ist gut zu wissen, dass man Freunde hat, die an einen denken. Ja, ich hätte mich ja auch schon viel früher bei dir melden Ist wollen. doch in Ordnung. Ich hätte ja auch vorbeikommen können, aber weißt du, die Kollektion. War es nur die Kollektion? Nein. Es stimmt leider alles, was in dem Artikel steht. Morgen, habe ich dich geweckt? Nein. Wie kann man so früh so munter sein? Komm rein. Sag mal, kannst du mir noch mal den Ladenschlüssel geben? Ich wollte noch ein bisschen sauber machen, bevor ihr aufmacht. Was soll das denn? Wir haben doch eine Putzfrau. Ja, ich weiß, aber ein paar Sachen müssten trotzdem noch mal durchgewischt werden. So. Und du bist sicher, dass du nicht einfach nur deinen Schlüssel holen willst? Wie kommst du denn darauf? Den habe ich doch schon Millie, wegen so einem Quatsch brauchst du mich nicht anzulügen. Hier. Nick hat ihn gestern mitgebracht. Ich wollte wirklich noch in den Laden, um den Schlüssel zu holen, aber ich habe ihn nicht gefunden. Und wenn ich es dir gesagt hätte, hätten wir den Abend im Club vergessen können. Ach, ich kenne dich doch. Du bist so hilfsbereit, dass wir gleich zurückgegangen wären, um den Schlüssel zu suchen. Und dann wäre es viel zu spät zum Ausgehen gewesen. Da könntest du natürlich recht haben. Ach. Wie bist du eigentlich gestern Abend noch zu Hause reingekommen? Meine Mutter war noch wach. Schwein gehabt. Möchtest du mit frühstücken? Ich könnte dir noch ein paar Eier in die Pfanne hauen. Nein, ich wollte wirklich noch in den Laden. Okay, kleine Putzteufel sollte man nicht von der Arbeit abhalten. Ich dachte wirklich, es sei ein Vorwand. Tschüss, ich muss mich beeilen. Okay, ciao. Erwarte jetzt kein Mitleid. So wie du mit dem armen Jungen geflirtet hast, musst du ja sicher Hoffnung machen. Beim Tanzen soll ja kein Blatt Papier mehr zwischen euch gepasst haben. Hm. Sind wir etwa schon Stadtgespräch? Das hätte mir gerade noch gefehlt. Ach, bisher ist es nur zu mir gedrungen. Aber wenn die Öffentlichkeit erst mal von eurer Beziehung erfährt... Beziehung? Bei dir hat das Wort gleich etwas Anstößiges. Erstens kann ich den Annäherungsversuchen eines Teenagers durchaus noch widerstehen. So. Und zweitens kann ich mir nichts Nervtötenderes vorstellen als einen verknallten Assistenten. So hättest du ihn aber voll im Griff. Nein. Für solche Spielchen ist mir Dennis viel zu unberechenbar. Ich lächle ihn ein- oder zweimal nett an und schon ist er bis über beide Ohren verknallt. Gehe ich weiter, macht er mir womöglich einen Heiratsantrag. Charlie Krüger, naja. Wenigstens beim Nachnamen würdest du dich nicht entscheiden für schlechter. Ach du, das ist nicht mehr komisch.
Ich bin eigentlich gekommen, damit du mir einen Rat gibst, wie ich aus der Geschichte elegant wieder rauskomme. Mein Gott, Charlie, du wirst doch noch etwas Spaß verstehen. Du kennst den Ernst der Situation. Was bist du denn plötzlich so mimosenhaft? Mit Christophs Anwalt ins Bett zu gehen, hat dir doch auch nichts ausgemacht. Clarissa, das ist etwas völlig anderes. Mit Dennis kann ich nicht so umspringen. Weil du ihn magst. Ich habe ihm schon genug angetan. Da kann ich nicht noch mit seinen Gefühlen spielen. Du brauchst sein Schuldgeständnis. Wie du das machst, ist mir vollkommen egal. Hauptsache, du kommst ans Ziel. Das war unglaublich, wie alle die Schneider da behandelt haben. Interessant ist auch, wie sie dich behandelt haben. Wie ein Gigolo? Nein, eher wie den großen Galeriemanager, Monsieur Krüger. Warum beeindruckt dich das so? Während deiner Zeit als Fußballer warst du auch fast ein Star. Du kennst das so. Das kann man überhaupt nicht vergleichen. In so einem Laden hätte man mich behandelt wie ein Gehirnamputierten. So nach dem Motto, junger Mann, wissen Sie überhaupt, wie man Muscheln isst? Immerhin besser, als nur Charlie Schneiders Anhängsel zu sein. Sie kennt so viele Leute, durch Sie komme ich in ganz andere Kreise rein. Hast du nicht den Anspruch, das allein zu schaffen? Warum sollte ich mich anstrengen, wenn es auch einfach geht? Sie steht auf mich. Ich bin auch nicht abgeneigt. Für alt hat sie eine ganz gute Figur. Du hast dich noch nie etwa in Charlie Schneider verliebt. Wer redet denn gleich davon? Aber gegen eine nette kleine Affäre hätte ich nichts. Und woher weißt du, dass sie daran interessiert ist? Ich erkenne doch eindeutige Signale. Die Frau will erobert werden, und zwar von mir. Und in ihrer Wohnung hat sie dich dann abblitzen lassen. Das gehört zum Spiel. Boah, wäre ich mir nicht so sicher. Hey, Dilman, du hast keine Ahnung von Frauen. Mir reicht meine Menschenkenntnis. Jetzt pass mal auf. Frau Schneider hat mich eingestellt. Sie hat mir einen Anwalt und eine Wohnung besorgt und sie ist super freundlich zu mir. Da sie nicht die Wohlfahrt ist, macht sie das nicht ohne Grund. Davon kannst du ausgehen. Und da sie altmodisch ist, wartet sie darauf, dass ich den ersten Schritt tue. Bevor du dich lächerlich machst, würde ich an deiner Stelle herausfinden, welche Gefühle sie wirklich für dich hegt. Genau das steht heute an. Ciao. Du bist die einzige Frau, die ich jemals geliebt habe und lieben werde. Wie lange wart ihr eigentlich gestern Abend noch im Laden? Bis Mitternacht. Warum interessiert dich das? Nur so. Ist Millie irgendwann mal reingekommen und hat ihren Schlüssel gesucht? Sag mal, hast du einen Filmriss vom Alkohol? Ich habe dir doch gestern Nacht ihren Schlüssel gegeben. Jetzt wird mir einiges klar. Tschüss. Uli, alles okay? Ja. Was ist denn jetzt los? Er hat blöde Fragen gestellt, dann wird ihm plötzlich so einiges klar und dann ist er abgerauscht. Klassischer Fall von Restalkohol. Ich glaube, wir dürfen Uli nie wieder allein in einen Club gehen lassen. Und du kannst dich an rein gar nichts mehr erinnern? Ich habe mit ein paar Bekannten geredet und dann weiß ich nur noch, dass Christoph mich nach oben gebracht hat. Aber du hast doch nicht erst aus der Presse erfahren, was los war. Nein, zum Glück nicht. Gero hat mich schonend darauf vorbereitet. Liebe, hätte ich gewusst, wie es dir geht, dann wäre ich viel früher gekommen. Nein, selbst wenn du gekommen wärst, ich hätte dich nicht eingeweiht. Ich habe sogar Christoph verheimlicht, dass ich in Behandlung bin. Dann wusste also nur Gero Bescheid. Ja, ich habe Kathi und Christoph in den Glauben gelassen, dass ich nur überarbeitet bin. Meinst du, das war klug? Ich weiß, was du sagen willst. Nein, es bringt gar nichts, seinem Partner irgendetwas zu verheimlichen. Ich habe mir eingeredet, dass sich das alles von selber einrenken wird, und das war ein Trugschluss. Christoph und Kathi in dem Glauben zu lassen, dass es mir gut geht, das hat mir mehr geschadet als mir geholfen. Du wolltest sie nicht belasten. Das ist doch nicht verkehrt. Das war völlig falsch. Ich hätte nach meiner Affäre mit Nies natürlich wissen müssen, dass jede Art von Geheimnistuerei den Anfang vom Ende bedeutet. Ich glaube, ich hätte in deiner Situation genauso gehandelt. Du hast einfach nur Rücksicht genommen. Machen wir uns doch nichts vor, Erika. Auch eine gut gemeinte Rücksichtnahme kann eine Beziehung zerstören. Und ich hätte Christoph nach der Affäre mit Nils beinahe deswegen verloren. Und Kathi auch.
mein Gott, ich rede wie eine Diplompsychologin. Lass uns von was Erfreulichem reden. Wie geht's dir und Arno? Alles bestens. Hallo, die Damen. Brauchst du was, Barbara? Nein, danke. Ich bin so froh, dass er da ist. Ohne Gero. Jetzt fange ich schon wieder davon an. Naja, wahrscheinlich ist Henning oben oder draußen im Stall. Erika, was machst du denn hier? Hallo, Lila. Ich habe Barbara besucht. Oh, furchtbar, nicht wahr? Ich habe es in der Zeitung gelesen. Wie geht's denn, Frau von Anstetten? Komm. Oder möchtest du lieber nicht drüber reden? Doch. Hey, komm, ganz ruhig. Steht's denn so schlimm um Sie? Nina, ich weiß es nicht. Ich bin kein Arzt. Ich habe einfach ein furchtbar schlechtes Gewissen. Ja, aber warum denn? Barbara ist eine sehr gute Freundin von mir. Und ich habe mich seit Wochen nicht bei ihr gemeldet, weil ich nur an uns gedacht habe. Hat sie dir denn Vorwürfe gemacht? Nein, im Gegenteil, aber... Du musst nichts sagen. Wenn du möchtest, können wir uns in Zukunft unsere Treffen einfach ein bisschen einschränken und du kümmerst dich mehr um sie. Wäre das in Ordnung für dich? Ja, natürlich. Du bist so verständnisvoll. Weißt du, dass ich dich gerade deshalb sehr liebe? Ich möchte dich gar nicht mehr loslassen. Aber ich bin jetzt leider noch mit Henning verabredet. Das ist doch völlig in Ordnung. Ich muss auch noch in die Agentur. Treffen wir uns nachher im No Limits? Gern. Einen noch für die Wartezeit bis dahin, ja? Morgen, Dennis. Sie sehen wieder umwerfend aus. Danke. Sie wollten mich sprechen? Ja, wir sollten über etwas reden. Gestern. Unsere Beziehung ist ja nun... Was ich sagen will, Dennis, ich finde sie sehr sympathisch. Du brauchst mir nichts zu erklären. Mir geht's auch genauso. Millie. Was machst du da? Du hast Nick und Steffi gestern hier gesehen, stimmt's? Millie, ist es so? Hast du Nick und Steffi gesehen? Er war so zärtlich zu ihr. Es hat mich daran erinnert.